Ich bin aus den USA, aus Chicago, ich bin dort aufgewachsen, ich bin als Kind hier ausgewandert, deswegen spreche ich also Deutsch oder Wienerisch oder Wernerisch oder irgendwas. Wir haben heute früh von der Postmoderne viel gehört. Ich möchte euch sagen, dass aus Chicago kommt nächstes Jahr etwas, das heißt After Postmodernism. Wir wollen nämlich sagen, dass wenn die Vernunft das erste wäre und die dann zerbrochen ist, so dass das zweite irgendwelche unverantwortliches Chaos ist, dann gibt es ein drittes und das wäre mehr als die Vernunft und darüber will ich sprechen. Wenn zum Beispiel ein Künstler oder eine Künstlerin vor einer Leinwand steht, etwas, was halb fertig ist, und dann so zurücksteht und das anschaut, warum ist es halb fertig? Es braucht irgendetwas. Sagen wir, es ist eine abstrakte Zeichnung. Irgendwas verlangt das. Aber was? Jetzt glaube ich weiß. Sie läuft zur Leinwand hin und macht irgendeine Linie oder eine Malerei und dann steht sie wieder zurück, schaut es an. Nein, geht nicht. Schnell weg damit. Ausradieren, dass es nicht dasjenige wegnimmt, was die Zeichnung eigentlich will. Dann ist es wieder da. Ja, ich weiß jetzt. Es ist also etwas da und doch noch nicht da. Etwas Neues, was in der Geschichte der Welt noch nicht existiert hat. Etwas, was da ist im Sinne, dass es verlangt ist, aber nicht da im Sinne, dass es schon da wäre. Die Philosophie und die Therapie haben nämlich etwas Gemeinsames und das ist, dass immer etwas kommen muss. Die Philosophie und die Therapie arbeiten an der Grenze von dem, was schon da ist, an der Grenze von dem, was schon klar ist, an der Grenze von Strukturen, könnte ich auch sagen. Etwas, was nicht weniger ist als Strukturen, sondern mehr. Der Sokrates, eine berühmte Geschichte, die ihr vielleicht kennt, hat einen Buben Geometrie, also da gibt es kein Wort, denn ich sage Geometrie unterrichtet, er hat aber darauf bestanden, dass er nicht unterrichtet, er tut ja nur Fragen stellen. Es muss alles von innen kommen. Also Geometrie gezeigt, gefragt, verlangt, gibt kein Wort dafür. Sokrates hat auch kein Wort dafür gehabt. Er hat gesagt, die Seele hat alles schon erfahren und braucht sich nur zu erinnern. Aber dieses Erinnern war ja ironisch. Sokrates zeigt dem Buben ein Quadrat mit 2 oben und dann 2 Schichten, nicht also ein Quadrat mit einem Kreuz drin. Das macht 4 Stücke. 4 kleine Quadrate. Wie kriegen wir das Doppelte, also 8? Und der Bub sagt natürlich, also wenn 2 4 machen, wenn du 8 willst, mach 4. Die zeichnen das aus, aber 4 macht ja natürlich 16, nicht? Das ist zu groß. Also was machen wir? Das Doppelte, der Bub sagt 3. Also 3 zeichnen wir, kommt 9 heraus. Jetzt sagt der Sokrates wieder, also wie kriegen wir 8? Und der Bub sagt, ich weiß nicht. Und das ist der berühmte Moment, wo Sokrates sich zu dem anderen dreht, mit dem er da die Debatte gehabt hat, sagt, siehst du, wie viel der Bub schon profitiert hat, denn vorher hat er geglaubt, er weiß, und jetzt weiß er, dass er nicht weiß. Nun, die offizielle Postmoderne will sagen, dass wir alle nicht wissen, aber wenn wir auf diesen Bub genau schauen, wissen wir gleich, es ist nicht, dass er nichts gewusst hat, dass er nur so gescheit war zu wissen, dass er nicht gewusst hat, nein, der hat gewusst, dass 4 16 machen und 3 9 und 9 ist schon zu groß, denn wir wollen doch 8. Aber 2 macht 4 und 3 macht 9. Er hat schon gewusst, aber er hat nicht gewusst zu sagen, weil das ist doch keine Nummer zwischen 2 und 3. Und richtig, die Antwort, die ist nicht in Nummern gewesen. Die Antwort war, wenn man die Hälfte macht an dem Quadrat und dann so ein queres Quadrat da hinein schreibt, dann kriegt man die Hälfte von jedem Viertel und auf diese Weise die Hälfte. Man musste umsatteln auf ein anderes Vokabular, auf das Zeichnen, dann konnte man es schon. In Nummern konnte man es nicht. Die Philosophie ist immer so. Jede Philosophie tut auf neue Termine umsatteln. Diesmal wollen wir nicht
auf neue Termine umsatteln. Oh ja, wir wollen das doch, aber nicht nur das, sondern wir wollen das Umsatteln mitnehmen. Wir wollen das Termine umsatteln mitnehmen. Das heißt, wir wollen das mitnehmen, was die Zeichnung bringt, wo die Antwort schon ist, obwohl man sie nicht sagen kann. Wenn ein Klient oder eine Klientin zuerst kommt, ist es typisch, sie sitzt und erzählt, beschreibt das Problem, spricht vielleicht, sagen wir, halbe Stunde, 20 Minuten. Und dann war es einmal, dass der unschuldige Klient gesagt hat, also jetzt, Doktor, jetzt habe ich Ihnen alles erklärt, jetzt geben Sie mir bitte die Antwort. Nicht? Das war einmal. Jetzt ist man gescheiter geworden und weiß, dass das nicht sein wird. Aber still sein darf man auch nicht, denn das ist ja unangenehm, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Wenn also die Klientin zu diesem Moment kommt, wo nichts mehr zu sagen ist, aber das Problem ist noch immer da, also diese Grenze wieder oder diese Kante, so könnte man sagen. Ich kann reden, bis ich daherkomme und dann geht es weiter, aber ich kann selbst nicht weiter. So ist es natürlich mit dem Lebensproblem, man hat es noch, aber man weiß nicht mehr, was man weiter sagen soll. In unserer Gesellschaft darf man nicht still bleiben. Muss man schneller irgendwas anderes denken, was soll ich denn sagen, ich muss doch was sagen. Wenn man aber der Klientin hilft oder dem Klienten hilft, dann in dem Moment still zu sein, dann ist dasjenige da, wo die Therapie beginnt und wo auch das echte Denken beginnt. Nämlich die Philosophie und die Therapie, die kommen aus dem Dunkeln, kann man sagen, oder man kann überhaupt nicht sagen, weil wieder keine Termine da sind. Das, was ich bespreche, hat keine Termine. Wir haben neue gemacht in Englisch, Felt Sense. Und dann, wenn ein Schritt kommt und etwas sich ändert und was Neues kommt, das heißt dann ein Feldshift. Mein Verleger hat mir gesagt, das kann man auf Englisch nicht sagen. Kann man natürlich auf Deutsch auch nicht sagen, weil da kein Wort ist für dasjenige, was noch nicht zur Sprache gekommen ist, so wie Heidegger das ausdrückt. Wenn ich Aristotle unterrichte, was ich jedes Jahr einmal mache, da verlange ich von den Studenten, sie müssen 2 Übersetzungen haben, wenn sie nicht Griechisch können. Die eine, die wir in der Klasse benutzen, und irgendeine andere. Damit, wenn man konfus wird mit einem Satz, in der Übersetzung kann man in die andere Übersetzung schauen. Dort steht ganz was anderes. Nicht eine kleine Änderung, sondern ganz anders. Und die Konfusion, die die eine Übersetzung bringt, ist dann ausradiert von der anderen. Die bringt eine andere Konfusion. Und was hat denn Aristotle gesagt? Er hat irgendwas gesagt, was beide diese englischen Sätze, diese ganz verschiedenen Sätze irgendwie verursacht haben. Und die Studenten denken besser über Aristotle, und ich will natürlich sagen über alles andere, wenn man mit dem denkt, anstatt mit dem einen Satz oder dem anderen. Da würde ich noch dazu sagen, dass der Aristotle selbst nicht mit seinem eigenen Satz gedacht hat, sondern mit dem Und das möchte ich euch gerne vermitteln, dass ob wir Worte dazu haben oder nicht, ob wir glauben zu wissen oder nicht, ob wir gute Konzepte haben oder nicht, auch wenn wir sie haben, auch wenn wir die besten Konzepte haben, ist es immer besser, dann 5 Punkte nach dem Konzept zu setzen, so wie ein und so weiter oder ein ich weiß nicht weiter oder ein Und wenn man das dazu gibt, dann hat man beides. Man hat die Vernunft und die Logik, denn ohne den geht es auch nicht. Aber man hat dann dazu dort, wo Neues kommt, wo weitergeht, wo mehr kommt, wo der Körper schon mehr weiß. Ich sage der Körper, gut, man kann sagen die Situation, man kann auch sagen die Sprache, man kann sagen das Ich, man kann sagen, wir haben kein Wort dort. Anstatt ein Wort einzubauen, ist es besser, alle die verschiedenen Worte auf einmal zu benutzen, so ein Strick von Worten, und dann Punkt. Ich komme darauf zurück.
wenn man dort denkt und dort Therapie betreibt, ist dann die Möglichkeit, dass anstatt einen neuen Schritt zu bekommen, man einfach den Wiederholungsdrang findet. Der Unterschied, ob man von dort den neuen Schritt bekommt, auch bei der Malerei, auch bei der Musik, hat mir einer gestern gesagt, dass das Wichtigste bei der Musik, wenn man komponiert, ist, dass man echt bleibt bei dem, was da kommt, anstatt gleich etwas draufzugeben, was schon bekannt ist. Das geht uns auch so, in der Therapie auch. Man hat alle möglichen Ideen, man kann sich kritisieren und schnell wegtun, was da kommen will. Der Unterschied, den lernt man im Focusing. Da könnte ich euch gleich das Focusing schnell einführen. Aber da ist eine Technik dabei, das dauert wenige Stunden vielleicht, aber mindestens, würde ich sagen, 2 Tage oder 8 mal 3 Stunden oder 3 mal 8 Stunden oder so irgendetwas, bis man erstens lernt, den Unterschied dabei zu bleiben, bis wirklich was Sprache kommen oder Bilder kommen oder eine Bewegung kommt, etwas kommt, was wirklich das fortsetzt, anstatt schnell was draufzugeben. Den Unterschied zu wissen. Und das Zweite ist, und das kann ich auch nicht wirklich vermitteln, sondern nur andeuten, es gibt nämlich 3 verschiedene Einstellungen und die meisten Leute kennen nur 2. Wenn etwas Unangenehmes ist, entweder ich laufe davon, da ändert sich nichts, oder ich forciere hinein, ändert sich auch nichts. Alles wird steif und geht weg oder so. Oder ich falle hinein und dann bin ich froh, wenn ich wieder draußen bin und nichts hat sich geändert. Es gibt ein drittes, das heißt daneben stehen oder daneben sein oder bei dem sein, dem Gefühl, was einem Schwierigkeiten macht, Gesellschaft leisten sogar. Es gibt einen Platz machen daneben. Und damit deute ich an, dass wir eine gewisse Technik entwickelt haben, da in diesem komischen Platz auf der Grenze, wo man gerade fühlt oder ist oder hat, ich mache einen Strick von Worten, fühlt oder ist oder hat oder beobachtet oder man spricht von dort. An dieser Stelle öffnen sich die Sachen. An dieser Stelle, wo man schon lebt dort, aber nicht von dort weiterlebt, dann forciert man alles Mögliche. Wenn man von dort weiterleben würde, wäre man echt. Würde man kontinuierlich sein, so genannt mit sich selber, aber alle die Worte müssen ja neu verstanden werden. Denn im gewöhnlichen Vokabulär, da ist alles anders. Da ist ein Körper und dann ist ein Ich und dann sind noch andere Leute und dann ist noch die Situation und dann sind noch die Beobachtungen. Alle diese verschiedenen Stücke sind ja eigentlich nicht verschieden. Und auch die Erinnerungen und die Bilder und die Gefühle und was man sagt und was man tut und was der andere auf einen reagiert, das ist alles vom Körper in einer gewissen Einheit erlebt und dann zerstückelt und das muss man immer wieder. Also das wird zu kompliziert sein. Was ich wirklich klar sagen kann und wo ich hingehe hier, ist euch zu sagen, jedem zu sagen, wenn wir denken, wenn wir sprechen, wenn wir über den Klienten oder die Klientin denken oder über uns selber oder über andere Sachen, wird es immer besser sein, was immer wir denken, diese 5 Punkte dazuzugeben, damit wir uns inne werden, ah ja, wir haben ja mehr da, als wir konzeptuieren. Wir haben mehr da, als wir gesagt haben. Wir haben mehr da, als wir sagen können. Mehr präzis, mehr genau, so wie dasjenige, was diese Malerei verlangt, genauer ist, schon genauer ist, bevor es noch gekommen ist. Denn es wehrt alles mögliche andere ab. Es weiß genau, was es will, in dem Sinne von genau, dass es alles andere abwehrt und doch ist es noch nicht da. Und so ist es auch mit jedem Schritt von der Therapie. Dort kommen die Schritte. Ohne das, was kommt,
gibt es keine Therapie. Aber was kommt, ist nicht nur alt. Das ist wichtig zu betonen, denn das war einmal, dass man geglaubt hat, nur die Erinnerungen kommen. Ja, die kommen auch. Aber neue kleine Schritte kommen dort. Das Zuhören von Carl Rogers, was ich gelernt habe, und dort stamme ich ab, ist das Focusing eine neue Methode oder die alte? Beides, beides. Seien wir nicht so logisch. Alles Menschliche ist mehr kompliziert, mehr subtil als die Logik. Die Logik ist uns aber auch wichtig. Die Logik baut, dass ich hier rede und man hört mich dort und ich will nicht auf dem Computer schreiben und mit dem Aeroplan herkommen und dann sagen, die Logik ist nicht wichtig. Unmöglich, die Logik ändert unser Leben. Ich möchte euch auch sagen, am Internet könnt ihr Focusing finden. Es heißt focusing.org, also org, Focusing Organization, aber focusing.org. Was ich nicht sage, könnt ihr dort finden, wenigstens in ein paar Monaten, wenn nicht jetzt. Also jetzt ist schon da, aber nicht genug. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Wissenschaft und die Logik unser Leben ändern und erweitern, dass man 39 Schritte mit purer Logik fortschreiten kann und dann kommt man irgendwo, aber dann darf man nicht vergessen, sich wieder umzuschauen dort, wo man rauskommt aus der logischen Sache. Denn die Logik ist nur in einer gewissen Hinsicht ein künstliches Mittel, neue Wege zu bahnen und neue Plätze zu finden und so weiter, aber es ist ein künstliches Mittel. Es ist kariertes Papier, nenne ich es. Graph Paper. Unsere Erfahrung, unser Leben ist nicht aus Graph Paper gemacht. Wir kommen nicht mit Teilchen daher, mit Quadrate auf dem Gesicht. Eine Erfahrung, ein Erleben ist übrigens, ich habe es auf Experiencing übersetzt, das kommt von Wilhelm Dilthey. Ich muss auch schnell sagen, Wilhelm Dilthey und der deutschen Philosophie schulde ich vieles, obwohl ich in der USA aufgewachsen bin. Der amerikanischen Pragmatismus tue ich auch vieles schuldigen. Das ist so ein half Deutsch, halb American Philosophie. Da ist auch Heidegger dabei und Sartre und Merleau-Ponty und besonders Husserl, der die Subtilität entdeckt hat. Er hat nur geglaubt, er kann sie selber persönlich niederschreiben, das geht aber nicht. Wittgenstein auch. Platon und Aristotel und sogar Leibniz, der verstanden hat, dass wir alle gleich sind und auch jeder anders ist, wie das ist. Ich habe eine sogenannte, also nicht wirklich sogenannte Logik, Konzepte, wie es ist, dass das Erleben immer die Konzepte erweitert oder mehr ist als die Konzepte. Also das ist so widersprüchlich. Konzepte, die erklären, wie das Erleben mehr ist als die Konzepte. Und zum Beispiel ist es wichtig zu wissen, dass das Erleben nicht, ich habe da hier 9 Punkte, werde aber keine Zeit haben dazu. Wie schaut es aus? Nicht so arg. Danke. Man muss wissen, und dort hat nämlich die Postmoderne und das Zusammenfallen und anything goes und man kann in der Wissenschaft alles sagen, was man will jetzt, so heißt es, ist aber nicht wahr. Es kommt davon, dass man mit verschiedenen Hypothesen etwas studiert, kriegt man verschiedene Resultate. Das schaut so aus, als wenn alles hängt an den Hypothesen. Mit anderen Hypothesen oder anderer Theorie, anderer Anschauung kriegst du was anderes. Also hängt alles von den Hypothesen. Wenn man aber genau schaut, ist es gar nicht so. Auf jedes System kriegst du was zurück von dem, was du studierst, ob das ein Mensch ist, ein Klient, die Natur, was immer man das nennt, auch ein Text. Du kriegst mehr zurück, als möglicherweise von deinem eigenen System folgen könnte. Sogar kriegst du oft zurück, was das eigene System umwirft. Immer mehr präzis, als was mit dem man kommt. Aber doch anders, aber doch präzis. Das hat der Husserl nicht verstanden, obwohl er derjenige war, der das eigentlich entdeckt hat, weil er gesagt hat, andere machen Fortschritt und bauen große Bauten und ich tue immer tiefer hineingraben und untergraben, was ich gerade gemacht habe. So ist es auch. Da wäre viel mehr zu sagen. Noch eines zum Beispiel, was unlogisch ist, aber kann formuliert werden, aber dann natürlich diese Konzepte,
dann müssen auch 5 Punkte nachher haben. Man sieht, dass je einzelfälliger, so scheint es aus, je privater etwas ist, desto mehr universalen Sinn wird es für andere haben, wenn man es zur Sprache bringt. Das heißt also, ich tue jetzt Sie persönlich adressieren, wenn Sie etwas haben ist ja nicht das richtige Wort, an der Grenze gibt es nicht ein echtes Wort. Also wenn Sie etwas haben, wissen, fühlen, wenn Sie etwas sind, wie immer, ja, das sehr privat erscheint, also so feucht, sagen wir, und autistisch und niemand wird das verstehen und das ist ja ganz, nur ich bin ein bisschen verrückt, komisches Zeug und so weiter. Wenn Sie das zur Sprache bringen, hat es am meisten Bedeutung für andere, weil es ein bisschen entfernt ist. Und in meinem Kurs, wenn ich unterrichte, sage ich immer, die Zeichen sind alle das Gegenteil hier. Hier, wenn du was klar ausdrücken kannst, brauchen wir nicht. Das ist schon in der Bibliothek. Wir sind nur interessiert in, was du noch nicht klar ausdrücken kannst, was du aber irgendwie beim Schwanz hast oder irgendwie hältst oder lebst oder erlebst oder so. The more unique, the more universal wird es sein, wenn es zur Sprache kommt. Und alles, was dann zur Sprache kommt und universal ist, ist dann wieder von jedem erlebt als etwas Einzelnes. Und da wäre mehr zu sagen, aber das kann ich jetzt nicht. Das klientzentrierte Zuhören von Carl Rogers ist genau das, was wir erweitert haben oder vertieft haben, aber nicht geändert haben. Gar nicht geändert haben. Wenn man jemand zurücksagt, was derjenige sagt, dann hilft man demjenigen, auf dem Platz zu bleiben, bei dem Platz zu bleiben, dort von der Grenze, von wo etwas gesagt worden ist. Nur haben wir es so geändert in dem Sinn von Carl Rogers mehr. Der hat sich sehr geärgert, weil viele Leute einfach die Worte immer zurücksagen. Und es ist nicht die Frage von den Worten zurückzusagen, sondern derjenigen Person zu helfen, dort wieder zu sein, von wo die Worte kamen, von wo gesprochen wurde, von dieser Grenze. Und wenn das Klientzentrierte richtig funktioniert, ist es so, ohne Focusing, ohne viel herumzureden, wenn du zurücksagst, ach, derjenige fühlt sich da und korrigiert dir, weil das erste Mal du es nicht richtig hast und vielleicht das zweite Mal auch nicht. Und dann endlich, wenn es gesagt wird, ach, ich bin gehört worden. Jetzt kommt so eine Stille da. Wenn man das in meiner Klasse als Runde macht, dann schaut man mich an, also muss ich dann weiter, ich kann ja hier nicht. Aber wenn es privat ist, hat man dann diese Stille und wenn man still sein kann, kommt dann was Tieferes, weil man noch nicht weiß, was kommt. Wenn man nur auf dieser Grenze verweilen darf. Und das klientzentrierte Zurücksagen ist ganz notwendig. Ohne dem, also mehr notwendig, als der Rogers selbst gesagt hat. Denn der hat gesagt, es kommt nur auf die Einstellung an. Das ist aber nicht wahr. Man muss jeden Moment zurücksagen. Sonst weiß man nicht, wo man ist und der Kontakt bricht ab und man verliert das Band bricht. Wenn man aber das tut, dann sieht man auch, dass oft nur Worte sind oder Leute im Kreislauf herumgehen oder die Stille nicht kommt, weil derjenige glaubt, er muss fortwährend weiterreden. Da ist dann eine Technik da, Menschen zu helfen, auf dieser Grenze zu bleiben und auch dort zu finden, dass etwas kommt. Und dieser Felt Sense, dieses körperliche Gefühl muss zuerst kommen. Es ist nicht da einfach, gewöhnlich, manchmal ist es, aber gewöhnlich ist es nicht da. Jetzt will ich nur schnell sagen, dass von der Praxis selber, von dem Prozess, der von innen ausgeht und nicht eigentlich von der Philosophie. Also von der Philosophie kommt vieles, alles, was ich bis jetzt gesagt habe. Das an der Grenze bleiben, dass die Termine so laufen und sich ändern und alles das. Aber das, was ihr wirklich denkt, gewöhnlich als Philosophie, also was ist der Mensch und was ist der Körper und was ist die Person und was bin ich und was ist die Kultur und was, diese Was-Antworten, die kommen nicht eigentlich von der Philosophie. Was von der Philosophie kommt, ist, dass die Termine, in denen wir das denken, sich ändern müssen und sich ständig im
in Beziehung auf diese Grenze, von der ich spreche, bleiben müssen. So dass, was immer wir sagen, dass wir bereit sind zu schauen, was für Termine wir da benutzt haben und das Bewusstsein zu haben, dass das Termine sind. Und dass, wenn wir sagen, also wie ist das Ich und der Körper verbunden, dann erwarten wir irgendeine begriffliche Antwort und ihr sitzt doch alle da als Ich und als Körper. Wie könnt ihr da irgendwo etwas anderes wollen? Irgendein Ersatz, ein Bild, irgendein Streichholzbild hier, da ist der Körper und da ist das Ich und das ist so ein bisschen dazwischen, was wir nicht wissen, irgendeine Zeichnung. Wenn ihr doch da sitzt als Körper und Ich und genau dort, wenn ihr schaut, sieht, wie kompliziert das dort ist. Der Körper und das Ich sind nicht zwei und nicht eins auch, nicht? Also wenn ihr die Begriffe nicht dort anhängt, dann sind sie doch eh wertlos. Dann kommen natürlich dadurch Änderungen in der Theorie. Ich spreche nicht gegen Theorie, sicher nicht. Ich habe persönlich 400 Seiten, die noch nicht gedruckt sind, wo sich ändert, wie wir denken. Wir wollen die besten Konzepte, weil wir können alle Konzepte benutzen, wenn wir an der Grenze, die wir sind oder fühlt oder die wir existieren, die wir haben, die wir okkupieren, wie Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ihr die Konzepte auf Bezug zu dem Erleben selber nehmen, dann könnt ihr alle Konzepte benutzen. Die von Freud, die sind wunderbar wertvoll, weil sie einem helfen, gewisse Erlebnisse zu finden. Im Moment, wo Sie aber die Erlebnisse gefunden haben, werfen Sie bitte die Konzepte von Freud weg, denn die sind ganz negativ und gehen nicht weiter und nehmen anstattdessen das Erlebnis, was ihr gefunden habt. Das wird weitergehen. Das bringt Schritte. Da ist eine Lebendigkeit von tief unten, die heraufkommt und Schritte macht. Und das sind Heilungsschritte, Vorwärtsschritte. Das Leben will immer vorwärts. Von einer Spinne auch und von einem Zwiebel auch. Wenn man den ein bisschen feucht in der Schublade hält, tut er schon wachsen. Und es hat noch nie einen Zwiebel gegeben, der das nicht gemacht hat. Da kann man sich verlassen darauf. Es ist von unten eine gewisse Heilung, die kommt, oder ein gewisser Vorwärts, der kommt, eine gewisse Richtung, die aber nicht begriffliche Richtung ist. Ich habe noch Zeit. Man muss also wissen, ich sage es auf kurz, so eine Formel habe ich nach 400 Seiten eine Formel entdeckt und die heißt, wir sind nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und wir sind nicht nur Tiere, sondern wir sind auch Pflanzen. Das heißt, wir konstituieren uns aus dem Wasser und aus dem Licht und aus der Erde und auch aus der Situation, aus dem Mitleben mit anderen, sodass wir die Situation, und da ist wieder das Wort, was fehlt, dass wir die Situation fühlen, dass wir die Situation sind, dass wir die Situation erleben, körperlich und konkret erleben. Dass wenn ihr zu nahe jetzt jemand sitzt, ist euch nicht so gemütlich, wie wenn ihr allein wärt oder umgekehrt, kommt darauf an, wer da sitzt. Und nicht nur im Raum, sondern in der Situation, weil der Körper eure Situation mitgebracht hat. Heute früh, ihr seid ja eigentlich nur 10% da, 90% seid ihr, wo ihr wohnt, dort mit den Leuten oder ohne die Leute oder wie immer das ist. Und mit allem, was ihr mitgebracht habt, wenn ihr auf euren Körper von innen welche Aufmerksamkeit gibt, wird es dort gleich, ja, vielleicht dauert nur ein paar Sekunden, manchmal dauert es ein paar ruhige Minuten, zu finden, wie der Körper die Situationen mitgenommen hat. Wenn man den Körper und das Ich zusammen so versteht, wie ich gerade gesagt habe, dass wir die Situationen sind, aber nicht nur natürlich die Situationen sind, aber wenn wir sie sind, kann man schnell verstehen, warum, wenn man jemand anders die eigenen Probleme und Gefühle erzählt, dass man gleich anders ist, als man allein ist.
Und besonders im Klientzentrierten ist das sehr erschaulich, weil angeblich wenigstens sagt der Therapeut überhaupt nur den Inhalt zurück, der gehört wird. Also inhaltsmäßig tut er nichts zugeben. Warum ändert sich denn etwas? Weil wenn man mit jemand anderen erlebt, ist der konkrete Lebensprozess vom Körper anders. Und in einer guten Beziehung werden die Schritte, die da von innen kommen, anders sein. Denn der Inhalt macht sich aus dem Prozess, aus dem Interaktionsprozess. Der Inhalt ist nicht einfach da wie Stücke in einer Schachtel. Der Inhalt heißt die Gefühle, die Erinnerungen auch, denn die Erinnerungen sind nicht nur allein, die kommen in einem Moment, wo man sie auch fühlt, und wenn man mit jemand anders ist, fühlt man sich weiter, breiter, größer als die Erinnerungen, und die ändern sich in der Funktion, wenn sie sich auch nicht im Inhalt ändern. Die Inhalte kommen aus dem Prozess. Also Focusing zu machen zum Beispiel mit jemandem, mit dem einem ungemütlich ist, wäre ein Fehler. Klar? Da gibt es keinen Gegensatz zwischen dem inneren Focusing und dem sogenannten äußeren der Beziehung mit einem anderen Menschen. Denn was einem innen kommt, kommt einem im Rahmen von einer Beziehung. Und wenn man allein ist, dann ist man auch in einer Beziehung. Und schaut bitte genau, was für Beziehung das ist. Denn die meisten netten, lieben Leute tun sich schrecklich innerlich auf sich selbst beziehen. Nur mit fürchterlicher Kritik und Ärger und Schmerz und alles andere. Und da ist wieder eine Technik beim Focusing, wie man einen inneren Bezugsraum schafft, wo man atmen kann, wo etwas kommen kann, wo das Innere einem trauen kann, vertrauen kann, dass man nicht gleich angreift, alles was kommt. Also das ist alles mehr Technik. Woraufhin ich hinauf wollte, ist, dass wir die Theorie weiterbauen. Die Vernunft ist nicht gestorben in der Postmoderne. Sie ist nur nicht allein. Sie regiert nicht allein, aber sie hat nie allein regiert. Es hat nur so ausgeschaut. Es ist ein Zickzack, ein Hin und Her, was man braucht. Eine Konversation zwischen dem und dem. Denn das ist ja nur ein Organismus, aber er hat sozusagen zwei Stimmen, bis die sich einstimmig werden. Es kommen kleine Schritte von unten, vom Untergrund. Dort ist nicht nichts. Dort ist ein Organismus, der schon vor der Kultur und vor der Sprache existiert, aber nicht ohne, im menschlichen Fall, nicht ohne Kultur, nicht ohne Sprache. Der Körper kennt schon die Sprache. Die Worte kommen uns aus dem Körper, wir tun sie doch nicht nachschauen. Aber die Kultur ist nicht das, was uns schafft. Wir sind schon körperlich da, unter der Kultur und nach der Kultur wieder. Der Einstein hat gesagt in seiner Autobiografie, dass er 15 Jahre lang mit einem Gefühl herumgegangen ist, was die Antwort sein muss auf dieses Problem. Also die Theorie von der Relativität, das war mal ein Gefühl. Was für ein Gefühl wäre das? Also nicht eine Emotion, also nicht Ärger oder Liebe oder was. Es war ein ganz gewisses Gefühl, was ein Körper, eine Pflanze, die in der Mathematik und in der Physik aufgewachsen ist, hat, wie das weitergehen muss, wie das weiterlebt. Wir erleben unsere Situationen und unsere Verhältnisse mit unserem Körper. Und der weiß dann weiterzuleben. Und das ist auch komisch und gegensätzlich, aber ganz offenbar. Die menschliche Natur ist inhaltsmäßig jeder anders und die Inhalte ganz anders. Und es gibt keine allgemeinen menschlichen Inhalte. Was man sagt, was wertvoll sein soll, wie man ist, welche Persönlichkeit man hat, das ist alles veränderlich und anders in verschiedenen Plätzen. Aber dahinten steckt eine andere Natur, eine Prozessnatur, die überall gleich ist. Und da hat der vorige Sprecher ganz recht gehabt, die Frauen sind wenigstens in dieser Generation den Männern weit voraus, denn die Männer sind alle mit der Struktur noch und kämpfen miteinander über die Struktur. Und wenn man einmal scheinbar ein Kind hat und Geburt gibt, weiß man, dass beim menschlichen Leben eine ganze Menge universal ist, aber nicht die Inhalte, nicht was man sagt. Und so ist in einer Hinsicht, und jetzt mache ich Schluss,
es ist in einer Hinsicht etwas Universales da, das keinen Inhalt hat. In anderer Hinsicht alles verschieden und wird mehr und mehr verschieden. Da sind wir so wie ein V, was da oben weiter und weiter weggeht, so dass es kommt nicht wieder zurück, so wie ein Karo, sondern es geht auseinander. Und weiter auseinander. Und je mehr Technik wir finden und je mehr wir erfinden, desto breiter sind die Möglichkeiten für Menschen, ganz anders zu tun. Und wir haben jetzt, besonders in unserem Zeitalter, so eine ganze individuelle Vereinzelung entdeckt, die noch nicht überall ist, aber so ziemlich im Mittelstand überall ist. Andererseits steckt dieses V im Organismus und von unten ist etwas, was man mit Inhalt nicht charakterisieren kann, was bei allen gleich ist. Und man kann sich darauf verlassen, dass das kommt. Genauso wie wenn man sich schneidet, dann heilt es, wenn man es nur reinhält. Und die kleinen Röhrchen, die tun sich alle richtig arrangieren. Das können wir nicht, wir warten nur darauf, wir halten es nur zusammen, manchmal mit einem Strick. Einerseits alles anders, andererseits etwas, was dasselbe ist. Man erkennt es daran, das ist ein Wort von Wilhelm Dilthey, ich bringe ihn euch zurück, den Dilthey, ich habe ihn ausgeborgt von euch. Er hat gesagt, alles Menschliche ist im Prinzip verstehbar. Das heißt also, wahrscheinlich ist nicht genug Zeit und viele Schritte dazwischen und wir können nicht alles verstehen, aber im Prinzip ist alles Menschliche verstehbar. Das heißt also, dass wenn ein Klient zum Beispiel genug Geduld hat, uns mitzunehmen und wir mitkommen, das heißt, wir nicht unsere Inhalte auf den anderen kleben, sondern hören und mitkommen und Gesellschaft leisten und dabei bleiben und Gesellschaft leisten, dann wird alles verständlich. Dann stellt sich heraus, und das ist natürlich auch mit uns selbst dasselbe, wir sind ja unverständlich und dann, wenn wir dort an der Grenze warten auf die kleinen Schritte, warum habe ich denn Angst? Ich soll ja nicht Angst haben, es hat doch keinen Sinn. Ich habe Angst, jemand anzusprechen, gehe allein nach Hause. Was könnte denn schon passieren? Man wird mir sagen, geh weg, no? Dann gehe ich allein nach Hause. Daher kann ich ausrechnen, ich soll keine Angst haben. Aber daher, mein Körper ist komisch. Wenn ich frage dort, wenn ich dabei bleibe, was eine Ewigkeit ausschaut, aber nur eine Minute ist, dann kommt dort etwas. Dort weiß man, warum man Angst hat. Das weiß drinnen, warum es da ist. Wir können es ausrechnen. Ich habe immer so eine dicke Mappe voll mit Informationen über mich selber, aber dort steht es nicht drin. Es weiß, warum es da ist. Wenn man dort anfragt, kriegt man Schritte der Änderung und zugleich wird es verständlich. Und so wird auch der andere jedem verständlich. Und dann am Ende kann man zurückschauen und sagen, ja natürlich, es war so und so, es ist so und so. Auf diese Weise wird jeder verständlich, jedem anderen im Prinzip. Und jetzt will ich Schluss machen, indem ich sage, was immer, wiederhole, was immer man denkt, ob es der andere ist oder du selber oder irgendein Subjekt oder irgendein Gegenstand, es ist immer besser, alle Theorien zu benutzen als nur eine und dann nach allen Theorien noch die 5 Punkte dazugeben, damit was der Körper erlebt hat durch die Theorien und durch die Situation auch da sein kann. Und mit dem denken wir besser als ohne.